Unserer Brustwirbelsäule schenken wir im Alltag oft leider viel zu wenig Beachtung. Sie wird immobil, sie verkümmert und das kann zu Problemen am Bewegungsapparat führen. Heute zeige ich dir effektive Übungen, wie du wieder Beweglichkeit und Mobilisation in die Brustwirbelsäule schaffst. Zum Mitmachen brauchst du einen kleinen Faszienball. Ich wünsche dir ganz viel Spaß. Für die erste Übung wollen wir an unseren oberen Rücken, und zwar kommt der kleine Faszienball jetzt gleich zwischen das Schulterblatt und unsere Wirbelsäule. Also in dem Bereich, wo sich unsere Rhomboideen befinden. Und ich zeige dir die Übung jetzt einmal auf dem Boden vor, ist etwas intensiver, du kannst das Ganze aber auch an der Wand machen. Wie das aussieht, zeige ich dir in einem separaten Fenster. Prinzip ist das gleiche, wir wollen den Ball hier in dem Bereich platzieren. Leg dir dann gerne hinter dir zum Beispiel ein Kissen, eine leichte Erhöhung, damit du deinen Nacken gut entspannen kannst. Und dann wollen wir hier den Ball platzieren und komm gerne dann einfach mal mit dem Kopf hier runter. Das kann schon ziemlich intensiv sein, vielleicht musst du ein paar Mal nach oben unten rollen, bis du ein Gefühl hast, okay, hier ist es intensiver. Strecke mal deinen rechten Arm nach oben und dann drück mal dich aus der Schulter raus. Dreh die Hände, den Arm nach oben und dann Schulterblatt nach unten. Das ist quasi die Bewegung. Wenn das Schulterblatt nach oben kommt, nennen wir das Ganze Protraktion. Wenn wir das Schulterblatt nach hinten zusammenziehen, nehmen wir das Ganze Retraktion. Das heißt einfach die Bewegung, die wir jetzt ein paar Mal machen. Okay, um ein bisschen Bewegung reinzubekommen, kannst du jetzt einmal große Kreise machen, wie so ein schöner Schneeengel. Wie gesagt, wenn dir das zu intensiv ist, geh einfach gegen eine Wand. Da hast du dann besser die Möglichkeit, den Druck zu variieren. Es ist nur immer ganz schön, auch verschiedene Übungen auf dem Boden zu machen, weil es uns einfach erlaubt, noch mal ein bisschen besser die ganzen anderen Muskeln zu entspannen und in den Bereich noch ein bisschen besser reinzuspüren. Aber schau einfach, wie es sich bei dir anfühlt. Oberer Rücken, Brustwirbelsäule, ein Bereich, der in unserer modernen Lebensweise sehr häufig in der gleichen Position gehalten wird, selten immobilisiert wird. Genau das wollen wir heute machen. Okay, wir wechseln die Seite, greifen mit den Händen unten durch, vielleicht kurz das Becken abheben und den Ball auf der linken Seite platzieren. Vielleicht musst du ein paar Mal wieder hier oben unten rollen, bis du eine Position findest. Wir sind innerhalb vom linken Schulterblatt, also der Ball liegt nicht auf dem Schulterblatt drauf und auch nicht auf der Wirbelsäule, sondern irgendwo in dem Bereich dazwischen. Nimm gerne mal den linken Arm nach oben, streck ihn aus und dann schieb dich aus der Schulter raus. Versuch deinen linken Arm Richtung Decke zu schieben und das Schulterblatt hinten zusammenzuziehen. Bewegung im Schulterblatt ändert sich die Länge im Muskel. Und auch hier, wenn du magst, große Kreise oder einfach die Bewegung, die bei dir, ich würde nicht sagen gut anfühlt, aber die bei dir gerade die richtige Mobilisation auslöst. Und das Schöne ist, wir haben hier mehrere Effekte. Wir erzeugen Druck und gleichzeitig können wir durch die Bewegung das Schultergelenk mobilisieren. Yeah.
Fan davon, freie Bewegungen zu machen. Nicht starr an einer bestimmten Bewegung festzuhalten, sondern einfach mal ausprobieren. Ja, der Körper gibt dir direkt Rückmeldung darüber, über den Zustand im Körper. Okay, und langsam lösen. Roll dich gern kurz zur Seite. Leg den Ball zur Seite. Löse das Kissen auch zur Seite. Und wir kommen jetzt in eine Rotation für die Brustwirbelsäule oder für die ganze Wirbelsäule. Ich nenne das ganz gern die liegende Windmühle. Dafür kannst du die Knie einmal beide zum Körper ranziehen, mit den Händen greifen und dann lass mal beide Knie auf die rechte Seite fallen, dass du hier so zur Seite kommst. Nimm die rechte Hand außerhalb des linken Oberschenkels platziert und dann schieb dich mal mit der linken Hand hier nach vorne. Wieder hier, zuerst Schulterblatt rausschieben, wir nennen das Ganze Protraktion und dann versuch mal, so gut es dir möglich ist, die Finger auf dem Boden zu lassen, einen großen Halbkreis zu zeichnen und versuchen nachzuschauen mit dem Blick zur linken Seite. Und wenn du in der horizontalen bist, in der waagrechten, Hand nach vorne bringen. Wieder zuerst. Schieb dich aus der Schulter raus. Versuch Finger auf dem Boden zu lassen. Handflächen zeigt Richtung Decke. Und die Fingerspitzen ziehen nach. Und dann schau der linken Hand nach. Wenn die Fingerspitzen sich abheben, überhaupt kein Problem. Versuch die Knie beide also das rechte Knie auf dem Boden zu lassen und das linke Knie hat Kontakt zum rechten. Dritte Runde. Großer Kreis, schön langsam und kontrolliert. Wir mobilisieren Schultergelenk, gleichzeitig Brustwirbelsäule. Und dann machst gerne nochmal ein paar Mal in deinem Tempo. Schieb dich schön raus, richtig weit nach vorne greifen und dann große Kreise, maximale Größe. Schau mit dem Blick nach. Noch zweimal. Okay, komm zurück zur Mitte. Lass beide deine Knie nach links fallen. Finde wieder deine Position. Nimm die linke Hand auf die Außenseite von deinem rechten Bein, damit du gut stabilisiert bist. Nimm die rechte Hand, schieb sie zuerst nach vorne und dann mach einmal große Kreise. Kreise so groß wie möglich. Wenn das super einfach für dich wird, ist die Steigerungsform, das linke Bein hier auszustrecken und das rechte Knie auf den Boden. Da kommst du dann nochmal mehr in die Rotation. Aber für die meisten reicht es erstmal beide Knie angewinkelt zu lassen. Und denk wirklich dran, Weite zu schaffen, Raum. Wir arbeiten gegen unseren eigenen Widerstand. Und dadurch wird die Übung nicht zu einer passiven Dehnübung, sondern zu einer aktiven Mobilisation. Muskulatur muss arbeiten gegen den eigenen Widerstand. Noch zweimal. Und langsam lösen. Komm nach oben. Wir kommen in eine kniende Position. Je nachdem,
wie sich das bei dir anfühlt, je nachdem wie beweglich du bist, kannst du entweder im Fersensitz sitzen. Das ist für viele nicht möglich. Was ich ganz gerne nehme, ist sowas wie eine Black Roll oder geht auch ein Kissen unter das Gesäß zu legen, damit du hier ein bisschen erhöht bist und das einfacher möglich ist. Alternativ kannst du die Übung auch auf einem Stuhl machen, auf einem Hocker, geht genauso. Finde einfach die Variante, die für dich stimmig ist. Mach's einmal im Fersensitz. Es geht primär eher darum, dass wir jetzt die Brustwirbelsäule mobilisieren. Dafür nimmst du die Hände einmal auf die Schultern und wir starten jetzt erstmal damit, Kinn zur Brust zu bringen und dann richtig schön in eine Rundung. Also komm hier nach vorne. Wenn du maximal in der Rundung bist, beweg dich nach außen. Wir starten erst nach rechts, dreh dich zur rechten Seite, rechte Seite, Seitneigung und dann mach einen Kreis. Komm nach hinten, Rückbeuge, Blick nach oben, komm nach links, Seitneige, Seitneige, Seitneige und dann langsam wieder in die Rundung nach vorne. Nimm dein Kinn mit. Nach rechts, Seitneige, Rückbeuge, nach links, Seitneige, nach vorne, Beugung der Wirbelsäule. Wir bewegen uns durch den kompletten Bewegungsradius. Wir arbeiten aktiv gegen unseren eigenen Widerstand. Das darf gerne hier wieder aktiv sein. Okay, noch einmal auf die Seite. Kontrolliert, langsam, aktiv. Streckung der Wirbelsäule, Seitneigung und Vorbeuge. Flexion. Okay, wechseln die Seite. Kannst gerne auch einmal die Hände anders überkreuzt auf die Schultern und dann nach links. Nach vorne. Seitlich. Hinten. Kontrolliert. Spüre die Mobilisation. Wir mobilisieren die Wirbelsäule, um in dem Bereich drunter und drüber wieder Entlastung zu schaffen. Also im Bereich des unteren Rückens und im Bereich des Nackens. Das ist dieses Prinzip des Etagenwechsels. Wir schauen uns immer auch die Gelenke darunter und drüber an. Und die Halswirbelsäule im Bereich, der eher Stabilität braucht, während die Brustwirbelsäule im Bereich ist, der eher das Bedürfnis hat für mehr Mobilität, weil wir es im Alltag zu wenig bewegen. Okay, noch einmal. Kontrolliert. Und langsam lösen. Letzte Übung. Komm gerne auf deine Knie, in so einen knienden Stand. Wenn du empfindliche Knie hast, kannst du auch ein Kissen hier drunter legen. Ist auch ganz angenehm. Es geht jetzt hier darum, also Füße gerne aufgestellt, hinterm Körper. Wir wollen jetzt hier ein bisschen Bewegung schaffen, wieder im Bereich der Rippen, im Bereich des gesamten Brustkorbes. Und wir machen das, indem wir hier die Hände einmal nach vorne nehmen und dann wieder, was wir schon die ganze Zeit gemacht haben, erst Protraktion, schieb dich aus den Schultern nach vorne und dann zieh mal deinen einen Arm nach hinten, während du den anderen nach vorne streckst. Also richtig schön hier in die Gegenbewegung. Gesäßmuskulatur angespannt. Die Bewegung kommt hier wirklich nur aus dem Oberkörper. Tiefe Einatmung und mit der Ausatmung wechseln. Schieb dich nach vorne und mit der anderen Hand nach hinten. Einatmen und aus.
Tief ein. Mit dem Ausatmen wechseln. Ein. Und wechseln. Schieb dich schön raus und drück dich mit der einen Hand nach hinten. Und wechsel. Mach's gerne auch in deinem eigenen Tempo. Besser noch das Zusammenspiel von dem Schulterblattbeweglichkeit. Immer mit der Ausatmung wechselst du. Und du ziehst dich tief. Sanfte Lippenbremse. Okay, noch einmal. Und entspannen. Ich hoffe, dir hat es gut getan. Das ist eine super kurze Sequenz, die du gerne öfter machen kannst, immer wieder zwischendurch, um die Wirbelsäule durchzumobilisieren. Besonders gut, wenn wir den ganzen Tag vom Schreibtisch gesessen sind, um hier den ganzen Bereich wieder in Bewegung zu bringen. Ich sehe dich beim nächsten Video.